Hi zusammen, ich bin Saskia und ich zeige dir heute, wie du deine Umsatzsteuervoranmeldung in wenigen Minuten abgeben kannst. Dafür schauen wir uns einmal an, wie wir Transaktionen ablegen, dafür die Voranmeldung anschauen können und dann auch nochmal das Reverse Charge Prinzip. Also lass uns einfach mal direkt reinstarten. Ich bin hier in der Normenoberfläche und als erstes will ich eine Transaktion ablegen. Dafür gehe ich dann in den Buchhaltungstab und kann hier direkt eine Rechnung hochladen. Das ist jetzt einfach eine Rechnung für eins meiner Freelance-Projekte in Höhe von 2000 Euro, eine GTM-Strategie. Und genau, Norman hat sich hier schon alles automatisch gezogen. Datum, Betrag und eben Kategorie bekomme ich auch über den KI-Vorschlag, was ganz cool ist. Und vor allem sehen wir eben auch, er hat erkannt, ich bin umsatzsteuerpflichtig, das heißt 19% oder 380 Euro kommen eben in die Voranmeldung. Genau, ich kann hier nochmal einen Kunden auswählen, Anna Muster, und dann füge ich die Transaktion hinzu, schließe die auch ab, das passt nämlich so für mich, und kann dann in den Steuern-Tab gehen. Und hier sehen wir dann auch schon für meine nächste Meldefrist, bei mir ist das der Zeitraum des letzten Quartals, steht auch schon was. Und jetzt sehe ich hier eben, es handelt sich um die 2000 Euro netto, um welche Position es sich handelt. Man kann hier, wenn man auf das Fragezeichen drückt, auch nochmal sehen, aus welchen Verkäufen sich das zusammensetzt und wie viel ich eben dafür abtragen muss. Kann die Voranmeldung auch nochmal hier auf Vorschau anschauen und dann theoretisch ans Finanzamt einreichen. Genau. Das ist jetzt der Fall gewesen für eine einfache Voranmeldung für Handel innerhalb Deutschlands. Es kommt aber relativ schnell auf, dass man auch mit dem Ausland handelt. Entweder hast du einen Kunden im Ausland oder, so wie ich, du beziehst vielleicht eine Leistung. Und dann kommt nämlich das Thema Reverse Charge auf den Tisch. Reverse Charge ist eine Umkehrung der Steuerschuldnerschaft, kann man sagen. Das heißt, nicht der Leistungserbringer, sondern der Leistungsempfänger ist dafür verantwortlich, die Umsatzsteuer abzugeben. Bei mir ist das so, ich kaufe zum Beispiel Software ein von Unternehmen, die im Ausland sitzen. Dann müssen nicht die Umsatzsteuer abtragen, sondern ich. Und diesen Fall schauen wir uns auch einmal an. Dafür gehen wir wieder einmal in den Buchhaltungstab und klicken auf Transaktionen hinzufügen, eine manuell hinzufügen. Und genau, ich habe hier gerade schon ausgewählt die Rechnung für Cloudflow, die Software eben, wo das Unternehmen im Ausland sitzt. Das Ausgabe hochgeladen, er hat alles wieder automatisch erkannt, die Kategorie zugeordnet und eben, was hier jetzt besonders ist, er hat direkt erkannt, dass hier internationaler Handel besteht. Das Lieferantenland liegt in Deutschland. Und die 19% Umsatzsteuer konnte ich eben angeben. Die sind dann fällig. Füge ich die Transaktion hinzu. Und ihr seht schon hier, Reverse Charge ist Umsatzsteuerersatz. Das heißt, es hat er erkannt. Ich klicke auf Abschließen. Und wenn ich jetzt auf Steuern klicke, sehe ich auch hier, dass wir hier die Umkehrung der Steuerschuld extra aufgelistet haben und er eben Reverse Charge erkannt hat. Auch hier kann ich einmal schauen, aus welchen Transaktionen hat er sich das zusammengesammelt, einmal die Leistungsempfängerschaft und dann eben auch das Zurückholen beim Finanzamt. So, das war es jetzt auch mit der Umsatzsteuervoranmeldung. Wir haben das ja jetzt ganz manuell angelegt, was möglich ist für einige Transaktionen und für einige Umsatzsteuervoranmeldungen, beziehungsweise für die erste. Irgendwann nervt das aber eigentlich nur noch. Und deswegen wollte ich dir noch eine coole Sache zeigen. Du kannst dir bei Norman nämlich auch dein Bankkonto oder dein Geschäftskonto verbinden. Genau, ein paar sind hier aufgezeigt. Mit Konto sind wir ja auch verpartnert für alle, die schon ihr Geschäftskonto bei Konto haben. Genau, und was dann passiert ist, dass die Transaktionen der letzten 90 Tage überzogen werden und du dann eigentlich nur noch kategorisieren musst. Die Belege kannst du auch entweder im Badge hochladen oder an deine Normal-E-Mail-Adresse senden. Und dann musst du einfach nur noch ab und zu mal kategorisieren. Du kannst dir Reminder einstellen lassen für die anstehenden Umsatzsteuervoranmeldungen
und dann bist du, glaube ich, ganz good to go. Ich hoffe, das hat geholfen und falls es dir gefallen hat, schau gerne mal bei Norman vorbei. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.